Hey Freunde, willkommen zurück zu einem neuen kleinen Abenteuer. Ich habe lange gesucht und habe dann das hier gefunden. Das war ja so dämlich. Okay, aber jetzt haben wir alles. Das ist das letzte und der eine lässt uns ja nicht ran. Das hat uns gefehlt. Straw dolls. Eerie, but effective Für for a scene Rekonstruktion. Oh, I want one of these. Or two. Titus und Vitus. Titus und Vitus waren legendäre Legaten in der früheren römischen Kaiserzeit. Ihre militärische Laufbahn begann mit der Niederschlagung der Aufstände der Belovaker und Allobroger. Bla bla bla, irgendeine Belagerung, schwach bei Actium. Hielten die Brüder zwei gleiche Schwerter. Waren ausschließlich der Eroberung der Provinz und Afrika beteiligt. Entstammt den Aufzeichnungen von Plinius den Älteren. Titus kleidete sich in dem Fell eines Löwen, wobei er den Löwenkopf über den Helm trug. Eine Tradition, die er aus der Zeit des Signifikant übernommen hatte. Vitus trug einen Schild, der so groß war, dass er den ganzen Himmel zu bedecken schien. I see now. Mr. Swift didn't realize the significance of the statues. Oilcloth. Won't fade and waterproof. Enough here to make 10 sails and more. Aha. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Haben wir einen neuen Hinweis, ne? Jetzt haben wir bestimmt den einen Hinweis, der uns... Ja, hier. Der hat uns gefehlt. Ja, dann gehen wir mal darüber und gucken uns das an. Gott, wie konnte uns der entgehen? Da, hahaha. Das ist gut. So, jetzt kommen wir endlich weiter in der Story. Jetzt können wir den Fall lösen. War aber auch eine Schwergeburt, diesmal ausnahmsweise. Nee? Okay, warte, wir wissen Folgendes. Hier war die kaputte Frau. Und da war der Ostwind. Der im Obstkorb. So. Dann bist du nach unten. Nach Westen. Westwind. Das bedeutet... Der Schild... Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Titus ein Löwenhelm und kämpfte mit dem Schwert. Titus starb im Frühling und Vitus im Herbst. Titus, der Löwenhelm im Herbst. Nee, Titus, jetzt habe ich verwechselt. Also Obstkorb in der Hand nach Westen. Dann ist die falsch rum. Die muss dann nach Osten. Wie? Aber die ist doch andersrum gefallen. Ja, gucken wir erstmal. So, dann bist du nach Frühling. Bestimmt falsch rum. Du musst dahin. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Antike Niedergeburt der Westwind. Blickt mit dem Obstkorb in der Hand nach Westen. Die zweite Figur
von Euros, der antiken niederen Gottheit des Ostwinds. Diese Statue blickt folgerichtig nach Osten und hat dabei eine Sichel. Das Symbol für den Herbst. Ventus im Herbst. Und Ventus hatte ein Schild. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Dann ist nur die Richtung falsch. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Habe ich die falsch rum gemacht? Macht aber keinen Sinn. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Frühling, Herbstwind, Herbst, Frühling. It seems everything's in place. Now, let's see what this has to tell us. So. Was ist hiermit? Gut, das haben wir schon mal. Was steht da jetzt drin? Hoffentlich wird mir dadurch klar, wo sich das Grab befindet. Ventus rests nearby. Beware the one who wishes to disrupt his sleep, for he is guarded by the gazes of his brother in the autumn wind. So, das ist Ventus. Ich noch mal den einen Hinweis. Wehe dem, der seinen Schlaf zu stören wagt. Denn über ihn wachen die Augen seines Bruders und der Herbstwind. Westen war Herbst. Also sie war der Herbstwind. Und sein Bruder. Also da runter und dann nach da. Nach da und dann runter. Das muss ja dann hier sein. Stimmt das hier?
Ah, guck mal. Here is your discovery, Mr. Swift. Hey, look at this. What have you found? Don't let anyone touch anything there. Eureka! I found you, my friend. Okay, jetzt ist er da unten beschäftigt. Schauen wir uns mal die Leiche an. Okay, da ist echt ein Sarg. Runter und dann rechts, war richtig. Nicht rechts und da runter. Ja gut, jetzt können wir aber dahin, wo er vorhin nicht konnte. So, endlich. Der Zoologe-Bestseller von Rätsel und Stoßern stellt eine tiefgehende wissenschaftliche Beschreibung der Elefanten dar. Die Paarungszeit äußerst gefährlich werden können. Darüber hinaus gibt das Buch Hinweise darüber, wie man mit den richtigen Säugetieren kommunizieren und interagieren kann. Der wusste also viel über die Paarungszeit, die gerade aktiv ist. Tagebuch von Arthur Swift. Er beschreibt darin detailliert sein Leben und seine Forschung. Auszeichnung über einen Disput mit Theodor Gilden. Tag 1224. Krass. Bei Theodor dreht sich alles nur ums Geld. Soll er sich doch lieber mal ein vollständig ausgebildetes Gehirn kaufen, damit er endlich intelligent genug ist, um das große Ganze zu erkennen. Die Welt dreht sich nicht nur um die verfluchten Elefanten. Ihr bleiben nur noch ein paar Monate, bis er mit dem Bau beginnt. Er hat ja nicht einmal die nötigen Vorstellungskraft, um die Ausgrabungsstätte zumindest mal ein ästhetisch ansprechendes Projekt zuzupflastern. Elfenbeinbäder. Eine Oberflächlichkeit kaum zu überbieten. Zeugnisse der Menschheitsgeschichte, die von unschätzbarem Wert sind, werden unter Belanglosigkeit begraben werden. Ah, okay. Dachte ich mir. Ah. A box of darts. Handy against rodents of all kinds. Gut, reden wir mit dem Mann. Trying to take over my research, are you? I come here to pick up my diary and I find you snooping around. Ich soll mich Explain erklären. yourself. Mr. Swift, if that were true, I would have been on my way to the newspaper. My name is Sherlock Holmes. I didn't have a chance to introduce myself properly. Outrageous! You deceived me, sir. What is the reason for your being here? Who sent you, Mr. Holmes? Theodore Gilden's premature death brought me here. Theodore is dead? How can that be possible? I'm thinking of all the possibilities, and I'm not crossing out anyone who might have been involved. Even his elephant. The land you're excavating belongs to Mr. Gilden, does it not? Did I hear an accusation? I have nothing to hide. You can ask me whatever nonsense you've prepared as a token of my diminishing respect towards you. Okay. Very well, Mr. Swift. I appreciate your cooperation. When was the last time you saw Mr. Gilden? A couple of days ago, we discussed the site. I believe in the tomb and its secrets. Theodore's patience was stretched, however. He was already inventing new projects. It wasn't a long conversation. I suppose that his daughter will inherit everything now, along with all of the eccentricities and problems. And not forgetting Goliath. Eccentricities and problems, Mr. Holmes. One of many. Were you at the site this morning? Affirmative. This project is taking a lot of my time, as you see. I spend more time underground than on the surface. When did you learn about Theodore's death? Just now. You just told me. And you aren't surprised, shocked? I won't tell anyone if you shed a tear or two. Weren't you partners, after all? We were. And it is a real shame. But I've seen too many deaths in my life, Mr. Holmes, for the news to truly shake me. Will you allow me to return to my research? Or are you insisting on remaining an obstacle? Oh, I haven't even started yet. What's with this box of darts? Is it for a scientific argument? A little darker than that.
Rather for killing the kind of rodents that might nibble a nose or a toe in your sleep. Let's just say I have to protect myself against a larger animal, such as an elephant. Might it be enough to stop it, make it faint? If I were you, I wouldn't bank on it. You have a weakness for nostalgia? Or, rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every culture that I can think of. But you aren't answering the question. You've already read it. Why bother? I simply record my life to keep my memory clean from misinterpretation. Letters and pages don't lie. But the writer of the text can. With this book, you attempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched, analyzed, and drew conclusions. And what conclusion did you draw? That Theodore Gilden made the animal miserable. He couldn't provide the proper environment for the beast. My interest in the subject ended there. Ich will ihn wegen dem Messer fragen. I've nothing to add. Moving on. As far as I can tell, you're a man of the academic world, so this book about Nabe and Laura is just an empirical study? What? That nonsense? I'd prefer to lose my eyesight than read such trash. So, you know nothing about it? I know nothing. I wish I'd never heard of it in the first place. This caricature of science. Do I hear traces of envy? You're still relatively young, that you might find your own Laura. Perhaps I envy Nabe, for I cannot simply blow people up for distracting me. That's all. You happy now? Wonderful. Wie kommt dann an das Buch? I've nothing to add. Gilden's elephant is quite an unusual addition to Cordona's fauna. What is your scientific opinion on that? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannas, fields, lakes. I'm sure that Goliath did not have a plan to kill his owner to head to the savannas. What do you think? No, animals don't kill in a typical sense. I can only presume that it tried to protect itself from captivity, from Theodore. It was a gilded cage that was predestined to break. Remember one of the rules? It seems that you didn't return a tool. Is this knife yours? Do I look like a fellow who carries a knife? I don't need it. There are plenty of uses for it on the site, and outside of it. I have other people to cut ropes for me, Mr. Holmes. I've nothing to add. Moving on. Your partner had a very specific attitude towards the things he treasured. Was this habitual for him? That would have been too much even for him. Don't get me wrong, he had a harsh temper. Like a true businessman, he was ready to burn his competitors to the ground. But threatening someone physically would have been something new even for him, am I correct? Absolutely. Besides, I had never seen him this angry. The fellow who received the letter must have been extremely alarmed. I'm a busy man. I'm a busy man. I'm a busy man. What's with this intricate recruitment process? Pro-British workers charge less? As a head of this organization, I need to secure a productive environment. It's impossible to do so if there are political differences, especially here, where the native population doesn't support our efforts to find the ancient artifacts. Decent pay can also stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. Moving on. I'm a busy man. Did this plan cause a rift in your business relationship with Theodore Gilden? Nothing like that. Admittedly, we didn't share a common vision of what is more important, the past or the future. In my opinion,
We can't build a future without knowing the past. So you wanted to save the tomb of Vitus here, or perhaps your control over the research? Only the knowledge that rightly belongs to humankind, nothing less and nothing more. Okay, beide hatten ein Motiv. Ein Motiv werden wir noch ein bisschen hinterfragen. Have you seen this person before? The one beside Imogen Gilden? No, but he's with Imogen, so I suppose that he's a friend of hers. That girl always has her head in the clouds. I could have said Theodore was different, but that wouldn't have been entirely true. Away with the fairies, was he? That's one way of putting it. Either way, I don't know much about Imogen's life or her friends. The type of elite that pretends to be educated. Okay, ja, Gedankenspiel, bla bla. Ich mach noch eins. Ihr seht ja, dass das Ding hier noch gelb ist. Da werden wir jetzt hingehen. Ich habe nämlich eine Idee. Ich will nochmal das Motiv hinterfragen. Eins von den Motiven. Ich glaube, die Tochter kann uns da auf jeden Fall helfen. Und wir ziehen uns anständig an. Gut. Ein letztes Mal. Zeigt sich überrascht darüber, wie aggressiv und indiskret er vorgegangen ist. Und ein Seglermesser. Was will er mit dem Seglermesser? Es sei denn, er wusste es vorher. Jung. Falsche Geheimnisse. Da kann man schnell mal ausrasten. Die Möglichkeit ist hoch, dass sie das war. Und deswegen will ich noch einmal das ganze Ding da hinterfragen. Hier muss nur ein Ding sein. Hog Heaven. Lass mal kurz sehen. Ein Hinweis fehlt uns noch. Ein Hinweis fehlt uns noch. Und wo könnte der sein? Wo könnte der sein? Nee, komm. Okay, wir haben alle Schlüsselhinweise. Schade, ich hätte gerne 100% gehabt. Hier drin haben wir ja schon alles. Aber die gute Ma'am. It's chilling to think the monster is free. Who's a cute bird? It's chilling to think the monster is free. Die will nicht mehr mit uns reden. Gut, komm, beenden wir das Ding. Ich dachte... Okay, jeder beschuldigt. Goliath.
Okay, also wir brauchen das, das und das. Gut, ich habe die Pheromone. Jetzt machen wir das letzte. Er ist zurzeit blutrünstig, brünstig. Und ihn anlocken. Ich habe eine Idee, wie sich das bewerkstelligen ließe. Aber dafür benötige ich die folgenden Hilfsmittel. Festen grauen Stoff, den man mit Gas befüllen kann. Ein Instrument, um die Trompete eines Elefanten zu imitieren. Einen starken Duftstoff, um Goliath anzulocken. Den habe ich. Das Instrument weiß ich, wo wir es kriegen. Den grauen Stoff. Ich weiß, wo die Sachen sind. Das machen wir jetzt. Archäologische Ausgrabungsstätte kriegen wir den Stoff. Und wir kriegen in der Werkstatt die Sirene. Hallo. Und die Pheromone habe ich gerade extrahiert. Boah, Leute, wir machen einen brünstigen Elefantenschaf. Das wird so lustig. Oder wir werden sterben. Mal gucken. Ha, ist beides lustig. Das Tuch habe ich ja gefunden, als ich das Dings untersucht habe. Daran erinnere ich mich. Hier war das. This fabric will work. Gut, jetzt habe ich den Stoff. Jetzt gehen wir zum Bootshaus. Das könnte echt lustig sein. Guck, ich habe schon ein fotografisches Gedächtnis, aber ich habe einfach die beiden Hinweise nicht entdeckt. Wir haben ja ewig nach den beiden Dingern gesucht. Ja, das wäre ärgerlich. Haben wir nicht detailliert genug geguckt. Ja, wir hatten auch den falschen Hinweis an. It might fool an elephant. So, jetzt haben wir Mrs. alles. Neely seemed to know her sewing inside out. I bet she missed us. I hope Miss Neely won't misunderstand me. Jetzt müssen wir zu ihr. Wo ist sie nochmal? Knight's Way und Trinity Way. Die war doch hier irgendwo. War das die? Ja. Knight's Boat und Trinity Way. Knight's Boat. Knight's Boat geht hier. Und dann da. Das ist der Trinity Way. Nein! Dreck. Da waren wir. Aber die macht uns das eben. Ja, die Folge hat wieder Überlänge. Aber das ist auch ein geiles Spiel.
So aufregend. Jetzt haben wir endlich mal Progress. Jetzt kommen wir hier gut weiter. Hä? Are you able to help me? You Nein! better get out of my Geh weg, sight, ey. pal. So, ach, da ist sie. Good day, madam. I've come to you with a special requirement. The tailors on the street can't help me, I'm afraid. Could you make a doll for me? Oh, Senor Holmes. You taught the police how to do their job, and they found the thief. Of course I will help you. But what sort of doll? A child's doll, such as my great niece might play with? A little larger than your typical doll. Signore, I don't understand. Boy, girl, animal, and what color? Animal, a passionate, perhaps amorous animal. Ah, Signore, you talk in riddles. I am an old lady who's seen it all. Tell me what you need. I need a life-size elephant. I think Mrs. Nini outdid herself with this one. Is that a tail? That's a trunk, John, but I must agree with you that it's her masterpiece. Well, let's not waste any time. Okay, okay. Deswegen war da ein Hinweis, den wir nicht entdeckt hatten. Aha, seht ihr? Manchmal löst sich mit der Zeit ein Fall von allein. Jetzt können wir den letzten Hinweis nehmen, indem wir Kohlegas benutzen. Um den Ballon aufzufüllen. The game is on. So, what's the plan? I hope it all doesn't go horribly wrong. We know that the elephant is seeking a female. We can arrange that. A doll with the appropriate scent might do miracles. So, you're a marriage broker. Well, I suppose that makes me a groomsman. Oh, she is a bit breezy, I must say. Well, Goliath is eager for a single female elephant in his area. It should be just enough for his taste. You'll need to trust me. Are we ready? I can't stand the tension. We're ready. Let's call the elephant. How could anyone resist? I knew a lady once who said just that. Gut, dann machen wir ungeduldig. Too bad I'm not an elephant. Take your time, Sherry. That deserves a slap. And then a kiss. And here's our lovesick friend. Die ist ein bisschen größer als er. What is the meaning of this? Why are you bringing it here? I won't allow you to leave it. I assure you that it is only a temporary measure. It won't be long until the elephant is gone, I promise you. Ah, guck mal, Kratzer. It injured itself while running through the forest. Das dachte ich mir. Da wurde heiß gemacht. There's something in the needle.
A feathered fletching. This might be promising. Peaceful and compliant, almost a gentleman. The left tusk is larger and more worn. You're a left-tusked elephant. Oh, das ist so süß. Die beiden lieben sich. Okay. Pfeil aus Kohle als Körper. Unbekannten Substanz. Boah, Leute, ewig lange Folge, ey. Habt ihr Glück. Okay, also wir brauchen das und wir brauchen -3. Und wir haben dazu nur das hier. Das können wir so machen. Oh, jetzt nicht so schwer. Einfache Mathematik. Okay, der Pfeil weist Spuren von Strychnien auf. Die für den Pfeil verwendete Menge wäre für einen Menschen tödlich. Reicht jedoch nicht aus, um ein großes Tier wie Elefant außer Gefecht zu setzen. Der Elefant wurde durch den Pfeil vermutlich eher angestachelt, was sich zu einer erhöhten Aggressivität äußerte. Okay, wir haben's. Ich weiß, wer es ist. Ärgert mich so sehr, dass ich hier vorne den einen Hinweis nicht habe. Es gab nur einen am Yachthafen, der das Mittel hatte. Ich dachte es mir und jetzt habe ich den Beweis, dass es das Mädchen war, was sich als Junge verkleidet. Aber boah, das ist jetzt schwierig, Freunde. Jetzt hätte ich gerne Abstimmung gemacht. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon genommen hättet. Aber ich glaube, es war so. Was wir noch machen könnten. Wir könnten noch einmal mit dem Mann reden in der Werkstatt, mit der Frau in der Werkstatt reden. Und ihn damit konfrontieren und dann gucken wir mal, was sie dazu sagt. Ob sie ihn retten wollte. Wenn man die Menschen mit der Wahrheit konfrontiert. Entweder lügen sie dann, soweit sie noch können. Aber das merkt man. Oder sie sagen die Wahrheit. Wir reden noch einmal mit ihm. Dann ziehen wir wieder was Anständiges an. Vor allem diese kleine Handtasche, die der da die ganze Zeit mit sich trägt. Was ist das?
Just be quick. Just be quick. Gut, das war's. Ist schwierig. Hätte viel sein können. Aber ich glaube, es war so. Ermordete Theodor Gilden. Mr. Perks alias Paul tötete mit Hilfe von Goliath Theodor Gilden. Mit einem Giftpfeil provozierte sie den Elefanten, der auf seinen Besitzer losging. Dessen Tod bedeutet, dass Miss Perks die Beziehung mit Imogen ungehindert fortführen konnte. Goliath töten oder leben lassen? Aber das passt gut zu ihr. Fuße auf Lügen und Täuschung. Das Schmuggeln. Diese Reise und das passt einfach alles. Wie Arsch auf Eimer. Ne, du bist das. Ja. Gut, konfrontieren wir ihn. Aber ich speichere vorher. Did it feel good killing Theodore Gilden after the humiliation and threats? What? I thought you were blaming Goliath for that. No, I think you killed Theodore Gilden. Goliath is, unfortunately, a victim of circumstance. I'm far better than to kill Gilden. Believe me. You see, I managed to capture the elephant. Goliath had a dart stuck in his hide, similar to the ones that you use to kill rodents. My guess is that you used Goliath. A dart can kill a mouse or human, but for an elephant, it's not enough. Strychnine is a powerful stimulant and convulsant. Once the drug was in the bloodstream, Goliath became extremely agitated and so blinded by the flow of energy that he killed his owner. And my dart is responsible for that. I'd rather use my hands. Yes, there would have been fewer variables, but after the attack on you, your condition didn't allow for a direct confrontation. So, you used what you had. That's not what happened. Anyone might have the same set of darts as I do. They're not expensive. But not everyone knew Theodore and had access to his property. You were at the crime scene at the precise moment when Gilden died. I was not. I was visiting the doctor after the attack on me. Ah, of course, where no one saw you. That's an inconvenience. But in any case, the person who was there met the rage of the elephant. One was struck by the gate with such impact that they were thrown into the shed. The knife fell out. The bruises on your elbow match the contour of the hole in the shed. But I told you where my bruises came from. And I heard you, but you didn't catch my words. A bosun's knife was found there, a very specific tool commonly used in your field. That's only your assumption. I was never there. I mean, I was, but not when this happened. I can understand why you killed Mr. Gilden. He saw you with his daughter. He checked up on you, yachtsman, smuggler, and a woman. He went so far as to hire some thugs to attack you. Theodore knew your weakness, your career. He forced you into a corner. You're a survivor. You were prepared for the worst, but Theodore surpassed even your worst-case scenario. Ist So you gut. responded accordingly. I've earned everything myself. Every victory, every trophy, every mangir. I achieved all of it without murder. I don't need to kill in order to win. And you weren't afraid Glaubt that you ihm? would reveal Ihr? your secret to the owner of the yacht club or your competitors? I can control my fear. Trust me, I wouldn't have become a professional athlete otherwise. I revealed many truths and lies concerning Gilden. One banal fact is that he was a bitter and angry man who acted according to his own desires and impulses. Such people are dangerous, they are unpredictable and value their own comfort more than anything and anyone. Sind doch die Same as Sachen, you, die der Paul. Archäologe Are gesagt you hat. out of your mind?
You're a gambler, smuggler, and actor. You indulge your self-importance. Such egocentricity and impulsivity is frightening. I won't allow you to play with someone else's life. You are under arrest. Wait. At least tell Imogen. Tell her where I am. I think she deserves a space without you. I've heard you can gamble on racing in prison, only it's rat racing. No yachts. Goodbye, Paul. Why did you pick my Paul? Out of all the people on this island. Just when I needed someone I could rely on. Believe me, I saved you. I found the true murderer. Would you really choose to live with the person who took your father's life? You took away the pillar I was relying on. Paul was my only hope. You've destroyed it. Alter. It was Paul who destroyed it, not me. I was merely the fact-checker who discovered the real culprit. And now about that elephant. Oh yes, Goliath. You did nothing about it. I had to deal with it. Fortunately, there was a real man wanting to help me. He agreed to buy Goliath and relocate him to his property. I suppose I must congratulate you. I'd rather you leave. But first, here are my father's belongings. Some of them have information about your mother. Take them and leave me be. I appreciate it, Miss Gilden. I assure you, I only wanted to find the true perpetrator. Perhaps. Or perhaps you found a convenient scapegoat. Goodbye. I truly hope you meet more honest people in the future. Take care. Hart. Hart. Aber Freunde, wie wir das hier weitermachen, das sehen wir in der nächsten Folge. Wir können jetzt am Familienhaus ein bisschen weiter da rumsuchen, rumwuseln. Und das machen wir auch. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also gerne liken, gerne abonnieren. Und wir sehen uns dann wieder. Boah, ewig lang die Folge. Bis dann. Ciao.